das Geld gefunden? Das bringt ja wohl Glück, ne? Wow! Und das am letzten Tag des Jahres 2021. Jo Leute, wir haben uns nämlich verpieselt. Wir sind mal kurz nach Greifswald gefahren und sind Hamburg in Fluen, weil wir hier so ein bisschen angeln gehen wollen natürlich. Und zwar direkt am Honeyhole. Mal gucken, ob das auch so ist, weil es gibt ja so ein paar Schutzgebiete, da sind bestimmte Bestimmungen und da darf man dann so mit Dropshot angeln und so. Das wollen wir heute machen. Morgen gehen wir dann mal auf Hecht und Meerforelle, also buntes Programm. Jetzt müssen wir aber erstmal noch einen Corona-Test machen, weil wir heute Abend auch essen gehen wollen und hier ist eine 2G-Plus-Regelung. Von daher müssen wir dann noch einen Test haben und dann geht es gleich ans Wasser. Mal gucken, was so los ist. Ob die Zander und Barsche tatsächlich alle da sind. Gestern war da noch Eis. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Erstmal schauen, ob die Eisfläche frei ist. Genau. Naja, wir werden es gleich sehen. Das Testzentrum war schnell gefunden und somit stand unserem Ausgang in den Fischschonbezirk Greifswald nichts mehr im Wege. Am Vorabend machten wir sogar noch eine kleine Generalprobe für den kommenden Abend, resümierten das Weihnachtsfest und konnten es kaum erwarten, endlich ans Wasser zu kommen. Unsere Taktik zum Jahresende war es einmal, einen Fischschonbezirk zu beangeln. Diese Bezirke könnt ihr sehr gut finden auf der Homepage vom Landesamt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, wo alle Regeln und Angelbereiche sehr gut aufgeführt und erklärt werden. Sowie bei uns in der Skizze zum unteren Rück. Ungefähr hier standen wir mit unserem Bulli und schon ein paar hundert Meter entfernt erstreckte sich der gesamte Angelbereich, der von uns befischt werden durfte. Wobei wir nur die ersten 300 Meter befischten und sich bei uns die Frage einstellte, ob das erhoffte Honeyhole vielleicht in dem Bereich zu finden ist, wo wir nicht angeln dürfen. Wenn auch ihr so einen Fischschonbezirk einmal befischen wollt, dann guckt gerne in die Videobeschreibung, wir haben euch den Link des Landesamtes hier hinterlegt. Kein Eis mehr drauf, mein Spatz. Ja. Also, angeln können wir schon mal. Jetzt ist nur die Frage, ob tatsächlich auch die Fische da stehen. Hier direkt vor der Tür dürfen wir auch nicht angeln. Wir müssen ein Stück weiter hochgehen. Und ab da hinten ist dann hier so ein Fischschonbezirk. Da wollen wir gleich mal gucken, ob da was geht. Ja, müssen wir mal ein bisschen die Köder durchprobieren, ne? Ja, du, dann lässt du da einen drauf. Aber ich probiere mal durch, weil ich habe eben die ersten Kontakte erst gehabt. Nee, das Ding, bum, 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 bum. Hier vorne. Aber alles nur kleine. Hast du einen? So, wollen wir mal einmal einen Change machen. Köder sind ja genug da. Aber Fischschonbezirk heißt, wir dürfen hier minimal 10 cm Köder fischen. Das hier sind 10 cm. Und ich werde jetzt mal mit einem Würmchen angreifen. Gucken, ob sie vielleicht eher sowas hier gut finden. Oder so ein Helgi. Ich mach mal so ein Helgi. Ja, streicht mich noch. Habe ich einen. Der erste Löwe. Hier im Fischschonbezirk muss man auf ein paar Dinge Acht geben, weil hier sind natürlich Regeln, die verschärft sind, weil hier eigentlich ganz viel Fischpopulation sein soll. Jetzt gerade bei uns in den ersten Würfen haben wir gesehen, waren nur kleine da. Aber jetzt nochmal zu den Bestimmungen. Also man muss einen Einzelhaken verwenden, und zwar so eine Dropshot-Montage. Der Einzelhaken darf hier in der Öffnung nicht
größer sein als 0,9 mm, also nicht ganz einen Zentimeter darf das aufeinander stehen. Köder müssen mindestens 10 cm lang sein und der Abstand vom Köder zum Blei muss irgendwie 40, 50 cm, also eine ganze Ecke, 50 cm haben wir gemacht, betragen. Das ist natürlich so nicht hechtsicher. Deswegen fischen wir hier natürlich auch nur diese No-Action-Köder, weil wir es eigentlich auch nur auf Barsche und Zander abgesehen haben. Man darf aber auch hier vorne noch so einen kleinen Seitenarm fischen. Und zwar darf der bis 5 cm ausstehen. Und dafür habe ich jetzt noch mal eine Route noch mal fertig gemacht, mit der ich jetzt hier noch mal einmal, bevor wir den Platz jetzt wechseln, noch mal diesen ganzen Bereich noch mal abscannen möchte. Und zwar habe ich da einfach einen Gummifisch aufgeschlauft mit Stahl. Ich habe die ganze Montage auch schon fertig. Da seht ihr sie. Ist natürlich also für meine Finden sehr, ja, also eine Methode, wie ich nicht normalerweise fischen würde. Hier habe ich einfach diesen Stahl so ein bisschen reingezogen in den Gummifisch und ihr seht, ich habe auch dünnen Stahl drauf gequetscht und versuche jetzt hier mal ein bisschen Strecke zu machen. Ne? Also diesen halben Meter über Grund einfach mal anschicken, stehen lassen und einfach so mal einmal abscannen. Mal gucken, vielleicht ist ja auch mal einer dabei, der vielleicht ein bisschen größer ist als der Barsche. Und auf grün steht. Das ist aber auch ein Gebummel, ne? Achte mal drauf, ey. Wie so ist schon fast ein Brandungsvorfach. So, dann machen wir mal einmal richtig mal raus damit. Die Rute steht im Wind. Jetzt erst unten und jetzt und mal einen Augenblick warten und wieder zwapp. Und dann kommt hoffentlich ein Biss irgendwann. Vielleicht macht es auch die Technik. Halbe Umdrehung oder ganze Umdrehung? Was meinst du, meine Dinge? Ganze? Genau, ordentlich zittern. Ich glaube, an der Umdrehung macht es nicht, am Zittern. Okay, angel mal wieder mit, ne? Machen wir das Blei ganz gut dann. Ja, da kommt sie. Da war wieder einer. So, soll ich mal vorgehen? So, mein Hase, willkommen am Honeyhole. Yes. Jetzt habe ich endlich mal einen drauf, den man vorzeigen kann. Hat es ganz vorsichtig gebissen. Was ist das? So. Okay, hat sich größer angefühlt, aber naja, ich sag mal so, wenn wir von Barsch zu Barsch immer noch 10 cm drauflegen, dann brauchen wir nur noch 5 Stück fangen, dann sind wir bei 60er, ne? Hier, damit ihr noch mal richtig seht. Tatsächlich ein Barsch. Schon zurück. Man muss jetzt hier im Winter schon die Fische ansprechen, die mehr oder weniger im Mittelwasser beißen. Hast du einen? Ah, schade. Ach Mann. Ah, der war besser. Ja, hier ist mehr Aktion. Hier ist auch das Wasser die ganze Zeit ruhig gewesen. Hier war keine Angler vorher. So, jetzt kommt hier mal ein 10 cm Würmchen, mal Waggy drauf. Mal schauen, wie der so läuft. Ja. Er macht ordentlich Rabatz. Das ist gut. Mal gucken. So, ich mache jetzt mal was Grelles drauf. So, altbewährt.
Na, siehst du wohl. Wollen wir mal gucken, womit die Einheimischen hier fischen. Eine uralte Schnur. Keine Ahnung, was das hier machen könnte. Viel zu kleiner Köder. Hier, so ein, also der hat ja keine 10 cm. So, dann wollen wir mal einmal jetzt das nehmen, wo die meisten Aktionen kamen. Das waren auf diese Helgies. Kannst du die abmachen, mein Liebling? Und weil das ist wirklich dürftig. Also wir haben den Baitball noch nicht gefunden. Also hier ist na klar, dass hier überall kleinste Barsche hier überall rumstehen. Aber das Honeyhole ist uns noch nicht. Ich möchte nicht wissen, wie oft du das jetzt im Beitrag gemacht hast. Bis jetzt hat noch keiner den Köder richtig weggesnackt. Ja, sag ich nur, keep on hammering. Ja. Yes, ich habe wieder einen vom Grund hochgezubbelt. Der Helgi, siehst du, jetzt haben wir den Köder gefunden. Ja, aber immerhin. Immerhin habe ich wieder einen Fisch, ne, mein Liebling. Den kann ich sogar schon präsentieren. Guck dir das mal an, du. Das gibt's ja gar nicht. Mal den Köder wegmachen. So, komm mal her hier, mein Freund. Wow. What a nice. Die kleinen Barsche sind hier überall am Grund, aber ich glaube, da die großen, die sind bestimmt da, wo auch die ganzen Futterfische rumstehen. Natürlich, wenn die da hinten alle im Hafen stehen, wo man nicht angeln darf, dann ist es eh egal. Ne? Kamera an. So, der nächste. Ja, der könnte vielleicht sogar der beste für heute werden. Macht schon ein bisschen mehr. Aber ich glaube, dass er die 30 noch nicht hat. Da kommt er. Ja, ein bisschen besser. So, bester Barsch des Tages. Verfehlt nur knapp, also ist nur knapp größer als mein Helgi. Ne, wenn man das hier mal so betrachtet. Jeder Barsch ist ein schöner Barsch. So, jetzt achtet mal drauf, wenn ich den Köder rausziehe, was da am Barschen herkommt. Ich muss hier nur am Ende schön schnell. Zack, zack. Zack, zack. So, und jetzt in Etappen. Erst kommt der Köder, kommen die ersten Barsche hinterher. Da, seht ihr sie. Alles voller. Und jetzt aufs Blei. Ja, Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ja, kamen noch welche eben. Da. Guck mal hier, alles voll aufs Blei. Bam, bam, bam. Was ist das? So. Okay. Hier, damit ihr noch mal richtig sehen könnt. Tatsächlich auch wieder so ein Schnulli. Nee, besser werden die Fische hier nicht, du. Das hier ist sozusagen die Greifswalder Einheitsgröße. So Freunde, wir streicheln die Segel. Wir streichen die Segel. Es wird immer ungemütlicher und ja, nur kleinste Barsche, das bringt keinen Spaß. Heute ist erstmal schön Silvester, darauf freuen wir uns. Machen uns das jetzt schön gemütlich im Bulli. Und morgen, mal gucken, wie unser Kopf das erlaubt, werden wir dann richtig angreifen. Mal schauen. Vielleicht auch mit Fischen über 50, 60 cm, hoffe ich zumindest. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Jetzt wird's fest. So, mein Hase, dann sag ich mal Petri, ne? Unsere Köpfe blieben dieses Mal klar, denn wir verschliefen das Neujahr und machten uns frohen Mutes auf nach Rügen, in einen Bereich, in dem wir schon mal kapitale Meerforellen und Hechte fangen konnten. Nur in diesem Jahr war hier nichts los. Dazu kam es auch noch, dass wir immer wieder Kraut einfingen und das machte die Fischerei nicht einfacher. Immer wieder das Kraut am Haken hier, das ist aber auch irgendwie lästig, ne? Naja, ist trotzdem. Wir haben Bewegung. Aber vielleicht ist auch die Rinne da vorne so voller Fisch, weil da die ganzen Kormoran die ganze Zeit tauchen. Ja, direkt in der Fahrrinne. Dass man vielleicht eher hier mit einem Dropshot auf Distanz mal probieren müsste. Ne? Leider haben wir nicht ins Honeyhole getroffen.
Diesmal ist keiner da. Komm mal, Hase, wollen wir noch 10 Wurf machen und dann zum Bulli und dann mal sondieren und gucken, was wir dann machen. Ob wir dann vielleicht lieber morgen auf Meerforelle gehen oder lieber in Hafen auf Barsche oder sowas. Können wir machen. Na, machen wir gleich mal einen Plan dann, ne? Ja, wir gehen aber noch ein Stück, ne? Ja, 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 wir sind ja nicht jetzt hier eine Stunde umsonst hergefahren. Ohne Fisch gehen wir hier nicht raus. Wir gingen trotzdem ohne Fisch und unsere Entscheidung für den kommenden Tag und was auch unser letzter Tag war, fiel auf einen kleinen Hafen, von dem wir wussten, dass dort sehr viel Futterfisch zu finden ist. Und schon sind wir auch an der letzten Station angekommen, wo es jetzt mit dem Dropshot mal wieder zur Sache geht in diesem Fall. Und wie ihr schön sehen könnt hier, diesmal schön klein und fein. Also wir sind nicht in einen Fischschonbezirk gegangen, sondern in einen kleinen Hafenbereich hier auf Rügen, wo wir uns jetzt endlich erhoffen, das Honeyhole zu finden. Den Hafenbereich kennen wir ganz gut. Hier waren in den letzten Jahren immer reichlich viele Futterfische. Wir haben hier nie so große Barsche gefangen, aber wir haben schon reichlich Barsche überreden können. Aber wo so viel Futterfisch ist und wenn die wieder hier da ist, wie in den letzten Jahren, dann werden da auch bestimmt große Barsche sein. Darauf haben wir es abgesehen, vor allem auch uns zu entschneidern, ne? Weil der erste Ausgang gestern am 01.01.2022 war ja leider ohne Fisch gewesen. Mal gucken, ob wir uns jetzt entschneidern können und mal gucken, ob wir auch jetzt das Honeyhole endlich finden. Schön wäre es ja mal, ne? So ein bisschen gezuppelt. So Hase, hoffentlich sind wir jetzt am Honeyhole angekommen. Ein toter Brassen ist ja schon ein großer. Alles ist schön eisfrei. Da hinten stehen auch schon welche am Angeln. Aber wir fangen genau hier an, weil hier haben wir in der Vergangenheit auch immer sehr gut gefangen. So, erster Fisch. Gucken, ob das ein gehakter ist. Ja, schade. Nee, eine Brasse, voll genommen. Erster Fisch 22. Ein räuberischer Brassen. Fängt auch mit B an, aber ist nicht der Stielfisch. Brassen. So, Katrin hat einen. Mit Kescher oder ohne? Ach, das ist aber auch ein Friedfisch. Da habe ich mal einen richtig fetten Brassen drauf. Alter Schwede. Hase, kannst du mal einen Kescher mitbringen? Oh, wow. Hat sich eingedreht, hat aber voll genommen. Der hängt regulär. Ey, Riesending. Ja, ich bin heute der Brassenkönig, das sieht man auch. Der hat hier voll den Köder. Ich habe hier so ein Riesenwürmchen. Wir haben Dropshot-Rig gefischt. Den hat er sich mal eben kurz rein verleibt. Ein Gönjamin gemacht. Hat sich mal einen richtigen Gönjamin gemacht. Alter Schwede. Guck mal diesen Riesenbrassen an. Und Katrin Honeyhole gefunden. Na? Was ist denn das Gegenteil von Honeyhole? Weiß ich nicht. Chilihole vielleicht. Auch wegen dem Schaf und Milch. Ja, genau. Ja, also momentan beißen nur die Friedfische. Ihr seht, ich versuche es echt mit allen Mitteln. Jetzt hier schon so ein Riesenwürmchen, aber auch da reagiert dann eher der Friedfisch drauf. Als der einzigste Barsch, der hier vielleicht rumschwimmt. Aber ich glaube, hier sind richtig viele Barsche. Es beißt nur keiner. Ne? Es ist mir echt ein Rätsel. Ne? Also wir haben noch nicht den... An der Brücke beißt es, Tobi. Da Ja, nehmen sie einen nach dem anderen raus. da gehen wir auch gleich mal hin. Wir probieren jetzt hier noch mal eine Sache aus. Ein kleines Krebschen würde ich da noch mal rauf machen. Und ansonsten können wir mit Köder nicht mehr viel weiter selektieren. Dann haben wir eigentlich alles durch. Hast du tatsächlich einen Barsch? Ja. Ja, toll, mein Liebling. Guck mal hier weiter an. Jo. Ja, Zielfisch. Ja,
Du hast 2022 schon mal den ersten Zielfisch. Ein Barschi. Geil. Auf dieses kleine Würmchen hat der Barsch gebissen. Erstmal wieder richtig machen soll. Endlich. Da werde ich auch mal ein Würmchen drauf machen. Ich glaube, mit richtigen Würmern... Oh, hast wieder einen. Wieder ein Barsch. Ja, klasse. Schön. Mensch. Wow. Das ist doch mal ein Fisch. Ich kann es aussehen, der ist klein. Mensch, Hammer. Ja, ich zuppel den Köder halt über den Grund. Und dann warte ich auch, dass das wirklich ein schwerer Biss wird. Denn die kleinen Triebfische, die will ich ja gar nicht. So zum Beispiel jetzt. Nee. Moin Moin. Wert ist mein erster. 2022. Fühlt sich fast danach an. Ja, er ist es. Mein erster. Oh, da komm her. Och nee. Och nee. Jetzt habe ich ihn. Komm her. Da haben wir ihn. Also tatsächlich UL ist angesagt. Die Barsche reagieren auf kleine Helgies. Ich mag es ja gar nicht sagen, aber diese Farbe, ne? Da habe ich noch nie was drauf gefangen vorher. Auf dieses Braun? Auf dieses rötliche, ja. Okay. Und jetzt ist das hier der Burner. Ja, das ist mal das erste Mal. Jetzt könnte ein Biss kommen. Na? Und da ist er. Ja. Oh, ist ein besserer. Schön. Richtig gut. Ein richtig schöner. Oh, herrlich. Ja, die wollen wir doch. Ja. Gut. Habe ich ihn. Ja, nochmal ein reeller Barsch. Sehr schön. Da. Da war schon ein Biss und dahinter. Da ist er. Yes. Wieder einer. Ja. Ja, die Kaulbarsche, die mögen die Helgi auch gerne. Und der geht jetzt zurück in das Winterlager bei mir zu Hause. Da ist hier in diesem Hafen das Honey Hole. Bei den Pfeilern. Und zwar links und rechts davon. Und haben wir das Honey Hole gefunden? Ja. Hm? Ja, haben wir. Findest du? Doch. Naja, ein kleines, ne? Ja. Also ein kleines Honey Hole konnten wir finden. Ne? Also nicht das, was wir erhofft hatten mit den großen 40ern, obwohl Ü40 habe ich auch. Nur leider falsche Zielfisch gewesen. Die Brasse meinst du? Man muss aber mit den Kleinigkeiten im Leben zufrieden sein. Deswegen war unser Honey Hole schon ganz cool eigentlich. Ne? Ja, ich habe 3 Barsche gefangen, bin zufrieden. So, ich habe auch so 3 oder sowas. Bin auch sehr zufrieden. Ne? Nach oben hin ist noch Luft, aber das Jahr geht erst los. Ja, genau. 2. Januar. Auf bald. Tschüss. Ciao.